Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Es ist früh am Morgen hier in Friedrichshafen und ich bin mit meinem Alltagsrad unterwegs, also zumindest für die paar Tage mit dem Bullet Bike von Bullet Bike, und das habe ich von Pinion und von Norbert ausgeliehen für die 3 Tage. Heute ist der letzte Tag, ich gebe es gleich wieder ab und ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen. Erstmal vielen Dank an Norbert und das Pinion-Team, dass ich mal dieses wunderbare Rad für die paar Tage ausleihen kann, dass ich damit meinen ganzen Kram transportieren kann. Heute ist der letzte Tag, ich reise heute Nachmittag oder heute Abend wieder ab. Deswegen musste ich auch schon meinen Koffer mitnehmen und alles, was man so dabei hat als YouTuber. Aber was haben wir eigentlich für ein Fahrrad? Ist ein von Norbert umgebautes Bullet. Ich habe euch schon mal ein ganzes Video gezeigt von seinen Fahrrädern. Und dieses Showbike hier hat noch ein paar weitere Details, die ziemlich cool sind, und die zeige ich euch gleich. Ich bin ja wie gesagt schon mal gefahren, aber was mich immer wieder erstaunt, ist diese Kraft von diesem Neodrives Motor. 40 Newtonmeter klingt wirklich nicht nach viel. Aber wenn man den fährt, dann macht der wirklich Spaß. Ich bin jetzt gerade mal in der 3. Unterstützungsstufe von 5 und das macht richtig Laune. Der geht richtig nach vorne, der Motor. Auch gerade dadurch, dass bei dem Pinion-Getriebe eben die Kraft aufs Pedal kommt und der Motor erst hinterher am Ende mit dazukommt. Insofern haben wir hier einen direkten Antrieb des Hinterrades, ohne dass er den Kettentrieb durchlaufen muss. Und das ist ein Vorteil des gesamten Pinion-Systems und dann auch des mit einem Motor verstärkten Pinion-Systems. Norbert hat sich hier für die kleinste, in Anführungszeichen, Pinion entschieden, für die 6-Gang. Und das ist eine gute Entscheidung, denn mehr Gänge braucht man mit einem Elektromotor ehrlich gesagt nun wirklich nicht. Und was hier auch gerade bei diesem Rad der Vorteil ist, ist diese Einfachheit. Also 6 Gänge mit einem Drehgriff, da muss man überhaupt nicht nachdenken, wie man schalten soll, sondern man ist eigentlich immer im richtigen Gang. Und ja, Norberts Bullets zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie dem Original in überhaupt nichts nachstehen. Im Gegenteil, sie verbessern das Original Bullet eher noch. Und ich cruise jetzt hier ganz entspannt mit 25 km/h entlang, genieße die Sonne. Ja, dieses Rad, also viele E-Bikes, aber gerade so ein Bullet mit dem Neo-Drives, das zaubert einem so ein Lächeln auf die Lippen. Oh, komme ich gar nicht lang, oder? Ach nee, ich habe ja gar kein Auto. Natürlich komme ich hier lang. So, auf dem Testparcours? Genau, auf dem Testparcours der Eurobike. Gucken wir uns das Rad doch mal genau an. Irgendwas ist anders, oder? Irgendwas ist anders als bei Norberts anderen Bullet Bikes und irgendwas ist anderes als auch bei normalen Bullet Bikes. Und ich glaube, es sind die Reifen. Erstmal haben wir hier 60 mm Reifen auf der Rückseite. 60 mm breit, also richtig dicke Puschen. Das habe ich euch in dem Video erklärt, wie Norbert das macht. Dass er nämlich die Kettenstreben hinten aufweitet, um mehr Platz zu schaffen für dicke Reifen. Aber hier ist noch was anderes, denn hier haben wir, so, ich zoome mal drauf, 27,5 Zoll. Ja, genau. Es passt hier ein 650B Reifen hinten rein in 60 mm Breite, also ein richtig dicker Puschen. Und ich muss sagen, das fährt sich sehr, sehr angenehm. Es fährt sich so ein bisschen Hot Rod mäßig. Die Front kommt ein bisschen runter, das Heck ein bisschen hoch und die Fahrt ist sehr angenehm. Das Tretlager kommt natürlich auch ein bisschen höher, da muss man sich dran gewöhnen. Aber positiver Nebeneffekt, mehr Bodenfreiheit. Und hinten, dadurch, dass das Hinterrad so groß ist, kommen wir noch leichter über Unebenheiten rüber. Der Neodrives Motor hat damit auch überhaupt keine Probleme, dass wir jetzt da ein größeres Hinterrad haben, ein hinteres Größerrad haben, sondern der macht das alles super mit. Und lustig ist auch hier die Schutzbleche, die hat Norbert extra nochmal verlängert, damit nicht alles hochspritzt durch diesen riesigen Reifen, den wir hier hinten sehen. Wie wird das möglich? Einfach durch neue Ausfallenden.
Diese Aufnahme hier der Ausfallenden, die ist bekannt von Bullet. Die hat Bullet aus Kopenhagen auch serienmäßig. Was neu ist dieses Ausfallende hier. Und das ist verschiebbar hier auf diesen beiden Stellen. Hier an diesen beiden Stellen kann man das lösen und dann nach hinten verschieben, dann mit den Riemen spannen. Und hier bekommen wir jetzt das Hinterrad nach unten rausgenommen. Das heißt, eine einfache Wartung. Und es kann auch nicht einfach so nach unten rausfallen, weil wir hier zwei Nute haben, die das Rad an Ort und Stelle halten, selbst wenn man die Schrauben leicht löst. Also das ist etwas, das hatte Norbert mir schon angekündigt in unserem Interview. Das verlinke ich jetzt einfach mal oben und dann könnt ihr euch das Interview einmal ansehen. Aber wie gut ist bitte diese Pinion-Schaltung? Wir haben hier die C1.6, also die nominell kleinste aus dem Pinion-Portfolio. Aber die funktioniert gerade mit einem E-Bike-Motor richtig, richtig gut. Sie hat genug Gänge, sie hat eine sehr große Spreizung. Das ist ja der Vorteil an den Pinion-Getrieben. Das ist einfach richtig klasse. Es ist total unauffällig und dadurch, dass man nur 6 Gänge zur Verfügung hat, muss man auch nicht die ganze Zeit hin und her schalten, sondern weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine Lieblingstrittfrequenz, aber sie ist nah dran und in dem Gang bleibe ich jetzt. Und das Rad wurde auch so abgestimmt, dass man die komplette Bandbreite der Pinion nutzen kann. Vom ersten Gang bis zum 6. Gang kann man alles nutzen. Selbst wenn man schnell unterwegs ist, bekommt man noch eine gute Trittfrequenz hin und auch das Anfahren gelingt sehr, sehr einfach. Dann haben wir natürlich noch so ein paar Bullet Bike Credentials. Hier die Aufkleber hier in der Seite, die sind reflektierend. Das ist ein richtiger Hingucker bei Nacht. Auch das Larry vs. Harry Logo hier. Das ist natürlich sehr schön gemacht. Ein echter Hingucker. Ich habe das an der Promenade in Friedrichshafen jetzt die letzten beiden Tage immer stehen gehabt und das hat so viele Leute angezogen, dieses Bike. Das ist schon etwas sehr, sehr Edles und macht auch wahnsinnig viel Spaß zu fahren und es funktioniert halt auch. Was habe ich damit transportiert? Natürlich in den letzten Tagen so mein Fotokram. Heute den gesamten Koffer, meinen hässlichen lila Koffer. Mein Equipment, das ich so brauche für die Eurobike zum Filmen, zum Schneiden etc. ist jetzt auch alles hier drin. Und ihr seht, da ist durchaus noch Platz für viel, viel mehr. Dann haben wir hier den Jones H-Bar in Aluminium, den Riser Bar auch, um genau zu sein. Also der geht hier so ein bisschen nach oben, multifunktional und dann hier auch mit einer praktischen Tasche. Wenn ihr bei der Eurobike wart, dann hättet ihr hier so reingreifen können und die Visitenkarte von Norbert rausholen können. Aber bevor wir das Rad zurückbringen, lasst uns noch mal ganz kurz auf die Hintergründe von Pinion eingehen. Denn die beiden Gründer von Pinion, die kamen beide aus dem Automobilbereich und dort aus der Getriebeentwicklung. Und sie haben sich überlegt, warum ist es eigentlich so, dass bei einem Fahrrad die Kraft erstmal durch den Kettentrieb, durch den Riementrieb gehen muss, um dann übersetzt zu werden. Und die haben sich dann hingesetzt und die Pinion entwickelt. Zuerst als P1.18, also als 18-Gang-Schaltung. Also super viele Gänge und mit einer massiven Spreizung von 636%. Also nach wie vor die Schaltung mit der höchsten Spreizung. Und das Besondere an dem Pinion-Getriebe ist halt, dass es hier vorne im Tretlager sitzt oder im Tretlagerbereich und nicht wie bei normalen Fahrradgetrieben üblich im Hinterrad. Dadurch wird die Bewegung, die Kraft direkt an der Quelle übersetzt und dann ans Hinterrad geleitet. Das verringert den Verschleiß erheblich, dadurch, dass nicht so sehr an der Kette oder an dem Riemen in diesem Fall gezogen wird. Und wenn man das dann noch mit einem Motor kombiniert, dann hat man einen sehr, sehr verschleißarmen Antrieb. Also hier ist es tatsächlich so, dass diese Riemen nochmal deutlich länger halten als mit einem Mittelmotor und mit einer Getriebenarbe. Der einzige Nachteil an den Pinion-Schaltungen ist, dass man ein eigenes Tretlager braucht. Man kann es nicht nachrüsten bei Fahrrädern, sondern es geht nur bei Rahmen, die auch für eine Pinion gedacht sind, wie dieser Bullet-Rahmen. Der ist allerdings halt auseinandergeschnitten und dieses Bracket wurde dann eingesetzt. Das ist also theoretisch auch möglich, in der Praxis für den Endkunden aber wahrscheinlich unrealistisch. Ich habe hier einen sauberen, leisen und kraftvollen Antrieb und den werde ich jetzt nutzen, um zur Messe zu fahren. Das Bullet ist jetzt hier am Stand von Pinion wieder zurück. Allerdings ist es jetzt wahrscheinlich wieder auf irgendeiner Probefahrt. Wir wollen uns jetzt aber mal angucken, was es noch auf dem Pinion-Stand zu sehen gibt. Nämlich wir haben hier eine absolute Weltpremiere von Stroma. Das erste Stroma S-Pedelec mit einer Pinion ausgestattet. Normalerweise sind die Schweizer S-Pedelecs ja mit einer Kettenschaltung ausgestattet, funktionieren damit auch hervorragend. Allerdings hier, wenn man jetzt hier dieses Prinzip anwendet, hier vorne die Übersetzung zu ändern,
und dann am Ende hier zu verstärken, dann haben wir natürlich ein sehr verschleißarmes System. Wir müssen keine Kette ölen, sondern haben auch insgesamt eine sehr schön aufgeräumte Optik hier mit dieser Pinion und diesem dicken Stromer-Motor hier am Ende. Alles andere ist Stromer typisch, ein wunderbar verarbeiteter Rahmen, diese integrierte Steuereinheit, ein integriertes Cockpit und natürlich eine Hupe, ein Vorderlicht und diese fetten 27,5 Zoll Reifen, die dann für einen großen Komfort sorgen und natürlich das Rad auch bei 45 km/h einfach kontrollieren lassen. Also der Bereich Cargo wird von Pinion bedient, auch der Bereich S-Pedelec wird jetzt von Pinion bedient. Aber das sind nicht die einzigen Anwendungsgebiete, wo Pinion wirklich glänzen kann. Denn ursprünglich war es ja so, dass diese Schaltungen dafür entwickelt wurden, an Reiserädern zu sein, Tausende von Kilometern problemlos zu halten. Und auch dieses Thema ist nicht vergessen, denn hier sehen wir das Nicolai Argon GX GP1. Und das ist der typische Nicolai Gravelbike-Rahmen, allerdings mit einer Aufnahme für eine Pinion. Und hier haben wir so den Gedanken des neuen Radreisens, des Bikepackings, wie es ja neudeutsch heißt. Also weniger mit irgendwelchen großen Packtaschen an der Seite und vorne, sondern eher mit leichten Rahmen- und Lenkertaschen. Und diese Pinion lässt sich auch mit sogenannten Chink-Shiftern bedienen. Bei Gravelbikes haben wir ja einen Dropper, also einen nach unten geneigten Lenker, so wie hier. Und hier sind dann die TRP-Bremsgriffe mit sogenannten Chink-Shiftern ausgestattet. Also wir haben hier dann den Schaltweg, wahrscheinlich ist er jetzt im kleinsten Gang, schalten wir mal hier und dann könnt ihr sehen, das ist ein ähnlicher Schaltweg wie bei einer Shimano Ultegra zum Beispiel, also einfach in der Bedienung und dann kann man dann Gang für Gang durchschalten. Hier haben wir jetzt die Pinion C1.12, also die 12-Gang-Pinion-Schaltung, die sich dann natürlich auch mit einem Riemen verbinden lässt. Und gerade bei einer Bikepacking-Tour, beim Radreisen, möchte man ein möglichst sorgloses Fahrrad haben, was man hier mit dieser Kombination natürlich bekommt. Und es ist trotzdem respektabel leicht. Wir sprechen hier von einem Gewicht von etwa 13 Kilo, was natürlich schwerer ist als mit einer Kettenschaltung. Aber dafür bekommt man eben diesen niedrigen Schwerpunkt auf der einen Seite und das absolute Sorglos-Fahrrad. Von der Pinion gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier die P1.18. Das ist das klassische Pinion-Produkt, die erste Pinion, die entwickelt wurde und sie ist auch nach wie vor in der Produktion. Hier ein wunderbares blaues Gehäuse, CNC gefräst und ja, das sieht natürlich sehr edel aus, gibt es auch in verschiedenen Farben, in verschiedenen eloxierten Farben und ist so das Topmodell der Pinion Range. Und dann gibt es für leichtere E-Bikes, für leichtere Fahrräder dann auch die C-Varianten. Hier haben wir die C1.12, hier die C1.9 und wie ich das bei dem Bullet gezeigt habe, gibt es dann auch die 6-Gang-Version. Die zeichnen sich dadurch aus, dass dieses Gehäuse hier gegossen ist. Die Produktion ist etwas einfacher und die Produkte dann auch etwas günstiger. Dieses Getriebe hier ist speziell für den härtesten Einsatz gemacht, für lange Radreisen und für die hochwertigsten Fahrräder. Einige Kuriositäten gibt es hier natürlich auch, zum Beispiel das Beerbike von Bullet Bike. Das werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das hier ist eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Pinion bei einem Downhill-Bike, hier mit einem gefrästen Rahmen, hier ein Prototyp. Allerdings wollte ich gar nicht darauf eingehen, sondern auf einen weiteren Nutzen. Wir hatten jetzt Cargo, wir hatten Gravel, wir hatten Radreisen, wie wir das auch hier sehen können. Das Thema Radreisen ist nach wie vor groß bei Pinion. Allerdings gibt es jetzt auch OEM-Hersteller, die Pinion in leichte Alltags-E-Bikes integrieren. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier sehen wir das Schindelhauer Antonia. Ein leichtes, Hidden E-Bike. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es ein E-Bike ist. Wir haben hier die Pinion C1.9 und hier eine Motorunterstützung mit einem Male-Motor, der hier auf der Hinterradnabel sitzt. Dadurch hat man natürlich einen sehr, sehr zuverlässigen Antrieb, einen Antrieb, der auch kaum sichtbar ist und der sehr lange hält. Es gilt das Prinzip, dass es ein absolutes sorglos E-Bike ist. Der Rahmen ist dann in diesem Fall hier im Unterrohr versteckt, sodass wir eine schlanke Silhouette haben, obwohl wir hier ein E-Bike haben, das 25 km pro Stunde fährt und eine sehr hochwertige Schaltung verbaut hat. Und das Ganze ist auch noch sehr leicht mit 15,9 Kilogramm. Und
Das Schindelhauer gibt es auch als A-Tour noch in einer Herrenversion. Das ist die Pinion, eine Schaltung, die sich im Grunde in jeder Fahrradkategorie einsetzen lässt, aber gerade dann vollen Sinn ergibt, wenn man etwas braucht, was wirklich zuverlässig sein soll, wenn man etwas braucht, wo man sich überhaupt keine Gedanken drum machen muss, dass es funktioniert und wenn man auch wirklich feine deutsche Ingenieurskunst haben möchte. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich die letzten paar Tage so ein Pinion Bullet im Alltag bewegen durfte, hier zur Messe und zurück und meinen Kram damit transportieren konnte. Und ich bin wirklich begeistert, wie gut diese Schaltung funktioniert und in wie vielen Bereichen sie sich mittlerweile so gut und einfach einsetzen lässt. Ja, und jetzt geht auch dieser Tag zu Ende mit einem schönen Bierchen von Norbert hier auf dem Pinion-Stand. Also, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu Pinion, zu den verschiedenen Rädern habt, dann stellt sie unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, den ich euch jetzt gar nicht zeigen kann. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist und für viel mehr Eurobike-Videos, ja dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.